Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, ist ein Ryanair-Zwischenfall, wo das Fenster bricht im Flug. Dann haben wir die Freunde von Air India, die Flugzeuge vielleicht nicht abnehmen, weil sie Geld sparen müssen, zu ambitioniert waren mit ihrer Prognose der Steigerung ihres Bedarfs. Heißt also für andere Fluggesellschaften eventuell, dass Flugzeuge früher verfügbar werden, weckt Begehrlichkeiten unter anderem bei Etihad. Dann Boeing 777X, da gibt es positive Nachrichten. Eventuell hat die Bude eine weitere Reichweite, also es kann länger fliegen. Und Bahnbonus wird dynamisch und verkauft uns das als Verbesserung, aber gucken wir uns auch an. Eurowings bringt echte Business Class doch zurück. Erst wollten sie ja quasi ausbauen, ist auch ausgebaut, aber es kommt trotzdem. Und wir haben Neuigkeiten über die 787 Nosedive bei Lufthansa. Wir wissen jetzt vorläufig, was der Grund ist, wobei es wird der Grund bleiben. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch aufs Cool zu kommen und zu kommentieren. Das erste Thema, was wir haben, ist Ryanair. Da ist ein Fenster im Flug gebrochen, geborsten oder man weiß es nicht genau, denn das Kabinenfenster bricht einfach im Steigflug ein. Passagier wird teilweise nach außen gezogen. Das waren ca. 15.000 Fuß. 15.000 Fuß sind irgendwie so zwischen 5.000, sind irgendwie um 5.000 irgendwas Meter. 5.000, 6.000 Meter sind die Zahlen. Handelt sich über eine Boeing 737-800 von Malta Air. Das war der Flug FR 1879 von Thessaloniki nach Memmingen. Was passiert war bei dem Fensterbruch natürlich ein Sog bzw. ein Decompression. Damit sind die Sauerstoffmasken rausgelöst worden. Eine Ursache kann sein, dass es Triebwerkteile waren. Jetzt sagt ihr natürlich, was ist da denn passiert? Man weiß es nicht genau, was da passiert. Die Maschine ist ja noch eine Stunde 15 danach weiter gekreist. Viele sagen wegen Sprit. Meines Wissens nach ist die 737, kann kein Fuel ablassen, beziehungsweise braucht kein Fuel ablassen, weil Maximum Takeoff ist gleich Maximum Landing Weight im Prinzip. Da könnt ihr mich korrigieren, ob ich das falsch im Kopf habe. Das war mal 320 übrigens genauso. Insofern kann man natürlich gucken, warum ist der Passagier rausgezogen worden halb, denn die Nachbarin, seine Frau, hat ihn an den Füßen festgehalten. Andere Passagiere haben ihn reingezogen. Das ist einmal natürlich eine Geschichte mit der Decompression, aber auch mit dem Venturi-Effekt. Das heißt also, in dem Moment, wo mir eine Masse, in der Fall der Luft, von außen vorbeizieht, schneller, entsteht ein Sog. Ihr kennt das vielleicht aus eurem Autowasch-Alltag. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel mit Wasser euer Auto wascht und ihr habt so eine Seifenspender dran, dann wird die Seife aus dem Wasserstrahl mitgezogen und damit hat man dann diesen Effekt. Das nennt sich Venturi-Effekt. Könnt das googeln, wenn ihr es noch genauer wissen wollt. Ist natürlich ein seltenes Ereignis, Gott sei Dank. Man weiß auch nicht, ob der Passagier angeschnallt war oder nicht. Ich gehe davon aus, weil es sich um den Steigflug noch handelte, dass er angeschnallt war. Vielleicht nicht richtig, ich kann es wie gesagt nicht sagen. Aber die Frage ist natürlich, wie das Fenster überhaupt brechen konnte. Und vor allem ist es ja so eine Doppelverglasung und da spricht schon vieles dafür, dass da irgendetwas, entweder eine Vorbeschädigung war oder aber, dass da wirklich was von außen gegengeflogen ist. Als Fazit können wir Gott sei Dank sagen, dass es extrem selten ist, dass so etwas passiert. Und das zeigt halt, dass die Safety funktioniert, weil die Crew hat richtig entschieden. Über die Stunde 15, warum da weiter gekreist worden ist über Griechenland, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Aber hier wird wieder mal wichtig gezeigt, dass Fliegen halt durchaus doch noch Risiken hat. Aber angeschnallt sein hilft in vielen Fällen. Und ihr könnt natürlich noch sagen, ob ihr jetzt wieder so ein leichtes Magengrummeln habt oder ob euch im Flugzeug sicher fühlt. Beim zweiten Vorfall, der ja schon längere Zeit zurückliegt, ist die 787 der Lufthansa, die auf die Nase gefallen ist. Und damit ist das, was viele von euch vermutet haben, passiert. Die BFU bestätigt, beim Dreamliner-Unfall in Frankfurt war ein Sicherungsstift nicht gesetzt. Heißt also, der Safety Pin war gar nicht drin, der war noch in der Box. Ja, das war natürlich dumm.
Die Alpha Bravo Papa Quebec hatte ja wegen des Fahrwerkproblems, das heißt also das Bugfahrwerk, die Klappen oder sowas hatten ja eine Fehlermeldung gemacht, hatte man das natürlich ausprobiert und dann klappte das Bugfahrwerk ein. Ursache ist wahrscheinlich der fehlende Sicherheitspin oder beziehungsweise relativ genau. Und man hatte halt den Gear Lever auf abgesetzt im Cockpit, um das Ganze zu simulieren. Ist halt ein Human Factor Fehler, das passiert, das ist natürlich doof, aber was willst du machen? Ne? Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und man kann natürlich jetzt die Frage stellen, wie kann so ein Fehler passieren? Stress, Hektik, natürlich, solche Sachen. Und ob das jetzt ein Sicherheitskulturproblem ist, ich denke, das ist einfach Monumentversagen. Und auch dem Stress geschuldet bei der Wartung. Aber auch hier muss man halt wirklich sagen, dass an der Boeing 787 kein technischer Defekt vorlag. Das Flugzeug war tipptopp in Ordnung, außer dem Fehlermeldung Bugfahrwerk, was normal ist. Und klassischer menschlicher Fehler halt mit großen Folgen. Also insofern wieder, es gibt nichts zu sehen, fahrt weiter, ist also kein Boeing-Thema, ehrlicherweise. Und ja, ist halt leider nicht das erste Mal passiert und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal passieren. Die Freunde von Air India verschieben die Bestellungen. Einer, der besonders scharf drauf ist, ist die Etihad. Denn die Air India steht unter Druck und könnte natürlich die Auslieferungen verschieben nach hinten. Konkurrenten wie Etihad wollen sich die freien Slots ja sichern, weil Air India hat ja über 600 Flugzeuge bestellt und plant Lieferverzögerungen. Die Strecken sind natürlich reduziert, auch nach USA zum Beispiel, weil Air India gar nicht da so viel Bedarf hat anscheinend. Etihad ist vor allem an den 787-Slots interessiert bei Boeing. Und auch Saudia beobachtet die Situation. Und die Frage ist natürlich, ob jetzt Air India das Momentum verliert und die Gulf Airlines ihre Chance wittern, da jetzt rein zu grätschen. Ich bin mal gespannt, was Boeing und Airbus machen, aber für die ist das ja normales Business, dass sich Bestellungen verschieben, einige nach vorne, nach hinten. Und das Fazit ist halt hier, dass es eine klassische Krise ist, die halt andere für sich ausnutzen und sich direkt anschauen. Marktverschiebungen sind natürlich auch wahrscheinlich, aber wir müssen am Ende sagen, Indien ist halt ein großer Rivale am Golf für die Gulf Airlines, Etihad, Emirates und natürlich auch Qatar. Und die Frage ist jetzt halt auch, ob Air India langfristig ein globaler Player wird oder ob sich da die Expansion in Luft auslöst. Ja, 777X, positive Nachrichten, die Reichweite erhöht sich. Boeing erhöht überraschend die Reichweite der 777X deutlich, ohne große Erklärung. Das heißt also zum Beispiel, die 777-8 ist von 8.745 Nautischmeilen auf 9.500 gegangen und die 9er ist von 7.285 auf 8.000 gegangen. Und damit ist sie in dem Bereich der Konkurrenz beim A350er ganz klar gelandet. Aber die FAA verzögert noch die Zertifizierung. Ist damit natürlich attraktiver für längere Langstrecken. Wichtig auch für Flottenentscheidungen, weil viele sind gerade so in dem Bereich, wo man sagt, oh, der Airbus fliegt vielleicht ein bisschen weiter, nehmen wir. Aber es ist halt ein klarer Angriff auf die 350 und ich denke mal, da wir noch kein Flugzeug in der realen Performance haben, Zahlen sind im Internet geduldig, mal gucken, wie sich das wirklich dann am Ende ausspielt. Die Frage ist, ob es eine echte Verbesserung ist, ob es Marketing ist und ob Boeing genug Vertrauen zurückgewonnen hat, dass die Leute dagegen sich für Boeing entscheiden. Also insofern ist es als Fazit spannend in der Theorie, ganz klar, aber entscheidend ist die reale Performance nach der Zulassung. Ich bin mal gespannt, was die Betreiber dazu sagen. Und erster ist ja Lufthansa und die können ja dann sagen, ob sie damit weiterfliegen können als gedacht. Würdet ihr eher auf Boeing oder auf Airbus setzen? Dann haben wir ein Thema Bahnbonus. Eigentlich bin ich ein großer Freund der Bahn, wenn es funktionieren würde, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Ich fahre ja auch mit der Bahn und ich hatte auch einen uneventful Bahntrip von Berlin nach München. Wir waren vor der Zeit angekommen. Das Einzige, was mich halt genervt hat in Berlin, war halt erstmal zum Flughafen nach Schönefeld zu kommen und dann natürlich auch auf der einen Seite das Problem war, von München Innenstadt zum Flughafen zu kommen. Und da habe ich mich für die Bahn entschieden und habe gedacht, das wäre das geringere Übel. Da habe ich keinen Bock, kann ich in der Bahn arbeiten und alles ging auch wunderbar, bis auf das Internet teilweise war natürlich eine Katastrophe. Welcome to Germany. Und
Naja, auf jeden Fall hat die Bahn jetzt dynamische Preise eingeführt. Und ähnlich wie bei den Fluggesellschaften, für viele Kunden wird es damit leider teurer. Das heißt also, der Einstiegspreis sinkt, 750 Punkte, aber es gibt halt keine festen Preise mehr. Preise sind abhängig von der Nachfrage, Flexprämien sind deutlich teurer. Die Airlines haben denselben Trend ja auch gemacht, warum soll die Bahn da zurückstellen? Und für uns als Passagiere gibt es halt weniger Planbarkeit mit den Preisen, dass wir sagen, hey, da kann ich ja was mit meinen Punkten anfangen. Und die Frage ist natürlich, ist es eine Entwertung? Ja klar ist es eine Entwertung, was teurer wird und flexibler wird, weil fixe Werte haben halt den Vorteil, dass ich halt massiv mich darauf vorbereiten kann und sagen, ja, so viele Punkte brauche ich und die hole ich mir dann. Aber es ist halt unfair für treue Kunden, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Klassisch ist es eine Verschlechterung als eine Verbesserung, das ist auch ganz klar. Das ist jetzt nicht so positiv, wie die Bahn uns das formuliert. Der Trend ist aber leider nicht mehr aufzuhalten. Die Frage ist natürlich, sind Punkteprogramme überhaupt noch attraktiv, wenn sie keine fixen Meilenwerte haben? Und dann haben wir noch ein Thema, was uns wieder positiv überrascht, nachdem wir ja mit Eurowings gesagt haben, die haben das ausgebaut, die Sitze, plant die Rückkehr der echten Business-Class-Sitze auf Kurz- und Mittelschränken, möglicherweise in der gesamten 320er Neo-Flotte, nur so als Randbemerkung, Rückkehr Winter 2026, 2027. Bis zu 8 A320 Neos sind betroffen. Einsatz sind Nahost und vor allem auch Premium-Strecken, wo man höhere Preise realisieren kann. Man hat flexible Sitzinstallationen. Ihr habt ja gesehen, kann man einbauen, kann man ausbauen. Wunderbar. Mögliche Revolution ist natürlich auf der Kurzstrecke damit möglich, also auf der kurzen Langstrecke oder wie man es nennen will. Macht auch Druck im Konzern selber, wenn man ehrlich ist, mit Lufthansa, Swiss und Austrian. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ist zwar ein deutlich besseres Produkt, aber der Preis erhöht sich. Und die Frage ist, lohnt sich das für die Fluggesellschaften, lohnt sich das für uns, so etwas zu machen? Und vor allem wird Lufthansa nachziehen. Als Fazit können wir sagen, sehr spannender Trend. Gut, dass dieser Trend nicht gebrochen worden ist. Heißt also, dass man da das jetzt nur als kurzfristigen Rückschlag sieht, aber nicht als Aufgabe des Projekts. Und das kann und wird den Markt nachhaltig verändern aus meiner Sicht. Ja, würdet ihr für eine echte Business Class, also Premium Economy Sitze, wenn man ehrlich ist, aus der Langstrecke, würdet ihr mehr bezahlen? Aber ich sag mal so, für einen 6-Stunden-Flug ist das schon geiler als so ein Economy Class Sitz. Ja, würdet ihr dafür zahlen? Als Fazit bleibt halt wirklich, dass Sicherheit immer ein Thema ist und dass man auch selber mit der Sicherheit sehr viel machen kann, indem man angeschnallt bleibt und sich auch auf den Sitzen so verhält, dass halt jederzeit was passieren kann. Auch bei der Lufthansa sieht man, Human Factor ist ein Thema, die gegenüber der Technik entscheidend ist. Also ein kleiner Fehler, große Auswirkungen. Bei Air India auch. Der Slowdown hat den Vorteil für andere, denn Airlines kämpfen ja um Kapazitäten bei den Herstellern. Boeing versus Airbus, der Wettbewerb wird intensiver, weil die 777X doch geiler wird, muss man sozusagen. Ich hätte das nie geglaubt, dass ich das so sagen kann, wie so ein A350er Konkurrent eigentlich gedacht war. Und bei beiden Programmen werden halt eher Dynamic Pricing Realität und Standard. Und natürlich dann auch die Premiumisierung der Kurzstrecke, die auch weiter fortschreitet. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und auf Scoot zu kommen. Und die Frage des Tages ist ganz klar, die wir stellen müssen: Braucht es mehr Sicherheitsmechanismen an Bord und fühlt ihr euch nach solchen Vorfällen wie bei Ryanair noch sicher an Bord? Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Ich freue mich und wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao, ciao.